Die Afar-Region im Nordosten Äthiopiens zählt zu den trockensten und lebensfeindlichsten Regionen der Erde. Die Landschaft ist geprägt von Lavaströmen und Halbwüsten, in denen das Volk der Afar seit Tausenden von Jahren den lebensfeindlichen Bedingungen trotzt. Bisher konnten die Afar von der Viehhaltung gut überleben und pflegten eine nomadische Lebensweise. Immer schon prägten Hitzeperioden mit anhaltend über 40 Grad und lange Trockenzeiten ihre Lebensbedingungen. Klimabedingt zunehmende Dürren, extreme Hitze bis zu 55 Grad und sintflutartige Regenfälle haben allerdings den Viehbestand in den letzten Jahrzehnten stark dezimiert und den Afar die verlässliche Lebensgrundlage genommen. Schädlinge wie Heuschrecken und Vögel geben der Ernte oft den letzten Rest. Mangelernährung und Hungersnöte sind die Folgen. Seit 20 Jahren unterstützt Sonne International die ansässige Hilfsorganisation ABDA im Bereich der Gesundheit, Bekämpfung von Mütter- und Kindersterblichkeit sowie neuerdings auch der Ernährungssicherheit. Und das gelingt mit dem Aufbau einer nachhaltigen Landwirtschaft als Anpassungsstrategie in einer vom Klimawandel gebeutelten Region. Well, I would describe Alfred, I would describe Sonny as honest to the community and really wanting that the community has the benefit. And that's different to other NGOs entirely. So what's the solution? Afar are goat herders, but there are places where there's enough water for 12 months in the year. So we're helping the herdsmen in these places to diversify and to start doing horticultural practices, grow food crops, grow, yes, tomatoes, but even cabbage and spinach and carrot and bananas and, and mango, so they can overcome the malnutrition which is causing stunting growth for the children. You need a variety of food. Afar now survive on maybe one type of food, and that's maize or wheat flour made into bread, and that's just carbohydrate really. Mit dem landwirtschaftlichen Projekt, gefördert durch die Austrian Development Agency, konnte ein landwirtschaftliches Trainingszentrum in Ududaito errichtet werden. Zwischen April 2022 und Juni 2025 konnten so über 500 Menschen im Bereich nachhaltiger Landwirtschaft ausgebildet werden. Das Trainingszentrum liegt in der Hauptstadt der Afar-Region, in Semera. Eine besondere Herausforderung ist es, das Gießwasser im Trainingszentrum zu kühlen, denn es hat beim Austritt an die Oberfläche eine Temperatur von bis zu 60 Grad. Viel zu heiß, um Pflanzen bewässern zu können. Deshalb wird es zuerst in einem großen Becken abgekühlt. Osman? Ja. Come on. Ah, it's not hot. Yeah, it's cold. Yeah, but it came up with very high temperature normally. Yeah.
Wir sind hier auf den Anbauflächen unseres Trainingszentrums. Wir haben hier insgesamt 5 Hektar hergerichtet, sodass unsere Trainees, die alle 2 Monate kommen in Gruppen von 25 Frauen, dass sie hier dann gut arbeiten können. Dieses Feld schaut jetzt ziemlich verlassen aus, aber wir haben jetzt 3 Jahre lang Frauengruppen hier gehabt, die wir trainiert haben, wie sie Obst und Gemüse anbauen, und mit diesem Wissen sind sie zurück in ihre Dörfer gegangen und haben dann mit dem Obst- und Gemüsebau begonnen. Und das ist erstmalig in der AFA-Region möglich gewesen durch die Förderung von der Austrian Development Agency. Und wir hoffen, dass es in der nächsten Runde dann weitergeht, sodass wir diese Frauenkooperativen, die jetzt draußen aktiv sind, und die anderen Menschen, Frauengruppen, die auch hier weiter trainiert werden sollen oder wollen, dass wir dieses Zentrum zu einer richtigen Oase umwandeln. Der Beginn ist gemacht, aber es muss jetzt unbedingt weitergehen, dass das ganze Projekt stabilisiert wird. Um die AFA in das Trainingszentrum in Semera zu bringen, müssen hohe Distanzen überwunden werden. Sie leben abgeschieden an den entlegensten Orten in einer der heißesten Regionen der Erde, in der Danakil-Wüste. Für die MitarbeiterInnen von Sonne International ist es dementsprechend herausfordernd, die Menschen zu erreichen. Früher wurde reger Handel mit Eritrea betrieben. Die AFA konnten vom Salz- und Viehhandel in dieser unwirtlichen Gegend gut überleben. Auch die Regenfälle waren verlässlicher, sodass die Herden wuchsen und oft genug Tiere übrig waren, die verkauft werden konnten. Heute hingegen treiben bewaffnete Konflikte, extreme Inflation und dadurch unbezahlbare Preise für Futter und Lebensmittel viele AFA an den Rand einer Hungersnot. In Esielo gibt Sonne International den Menschen eine Zukunftsperspektive. Wir sind hier in Esielo, das ist eine kleine Ortschaft irgendwo in der AFA-Region. Es gibt derzeit eine extreme Trockenheit, und das ist auch das große Problem, weil wir haben gerade von diesem Dorf, wo es 120 Familien gibt, haben wir 25 Frauen ausgesucht, und die haben eine Ausbildung in unserem landwirtschaftlichen Trainingszentrum in Udaito, das 100 Kilometer entfernt hier ist, durchgemacht, eine 2-monatige Ausbildung. Nach der Ausbildung haben alle Trainees solche Bananenpflanzen bekommen, und die wurden jetzt in diesem Dorf, wo es ja leider sehr trocken ist, ausgesetzt, und jede einzelne Familie schaut jetzt auf ihre eigenen Bananen, und wir hoffen, dass irgendwann einmal eine Plantage daraus entsteht. Wir haben hier eine harte Dürre derzeit. Die Menschen wissen nicht, wie sie über die Runden kommen, und es gibt hier einen Tiefbohrbrunnen, der allerdings nicht perfekt funktioniert, sodass wir in erster Linie jetzt uns darum kümmern müssen, dass dieser Brunnen wieder instand gesetzt wird. Und das sind so die nächsten Arbeiten, die wir in den nächsten 2-3 Monaten in den Griff bekommen müssen. Und das ist jetzt extrem wichtig als erster Schritt. Ich bin in diesem Berufsbereich, Arbeitsfeld seit fast genau 20 Jahren tätig. Ich bin externer Experte mit Schwerpunkt auf Wash, Water Sanitation und Hygiene, Müll und eigentlich für alles zuständig, was in einem technischen Bereich im weiteren Sinne zu tun hat. Mir geht es hier vor allem, dass ich Dinge produziere mit Versuchsanlagen, mit Beispielen, die hier nachvollziehbar sind, die Leute nachbauen können. In diesem Fall war einer meiner Versuche mit einer sehr einfachen Pumpe, eine sehr einfache Pumpe über ein Fahrrad anzutreiben, um damit die Bewässerung gartenbautechnischen Anbauflächen zu bewerkstelligen. Ja, wir sind hier jetzt beim Schrothändler, weil ich ein gebrauchtes Fahrrad kaufen mag, um es umzubauen, um unsere Bewässerungsanlage, die Pumpe anzutreiben. So, look, what I mean, a small gear wheel like this, or this one, that's the one I would like to have on the pump. He's bringing one? Yeah, let's see. Grundlage dieses Projekts ist für mich
dass ich hier Anlagen, die wir aus den technischen Bereichen in Europa kennen, hier runterbreche auf die Möglichkeiten. Möglichkeiten, die hier verstanden werden, die hier akzeptiert werden und die hier auch nachbaubar sind. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Tatsächlich liebe ich es, hier in diesen Ländern einzukaufen. Man geht rein, man weiß nicht, was einen erwartet, aber es findet sich immer irgendwas. Tatsächlich macht es sehr viel Freude, es ist unheimlich amüsant. Hier befinden wir uns in Chifra, im Südwesten der Afar-Region. Hier fällt in Summe mehr Regen, was die Viehhaltung und landwirtschaftliche Tätigkeit noch etwas einfacher macht. Rabia bereitet das traditionelle Frühstück zu, Shiro. Das Kalb wurde in der Nacht zum Schutz vor wilden Tieren innerhalb des Hausgrundstücks gehalten. Rabia hat 8 Kinder und leitet die Frauenkooperative. Seit 10 Jahren betreibt diese Kooperative im Ort Landwirtschaft. Die Arbeit mit dem Vieh ist bei den Afar traditionell Männerarbeit. Durch das landwirtschaftliche Projekt wird auch den Frauen eine Einkommensquelle ermöglicht und so deren Status innerhalb der Gemeinschaft gestärkt. Am Ende profitieren alle: die Frauen, die Gemeinschaft und selbst das Vieh vom grünen Überschuss der Felder. Rabia hat das Trainingszentrum besucht und gibt ihr zusätzlich gewonnenes Wissen nun in ihrem eigenen Dorf weiter. Die Kooperative hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Produkte gemeinsam am Markt zu sinnvollen Preisen zu verkaufen. Und auch darin unterstützt Sonne International. Ziel für Sonne International ist es, Bildung zu nutzen, um Gleichberechtigung zu stärken. Im Alltag genauso wie in der Erwerbsarbeit. Das alles Entscheidende ist das Wasser. Die Regenfälle bleiben aus und unser Trainingszentrum braucht kaltes Wasser. Ja, die große Herausforderung wird jetzt werden, dass wir das Wasser vom Fluss da hinten herbringen. Das sind 950 Meter. Und ja, das kostet natürlich auch wieder sehr viel Geld. Das wollen wir jetzt in der nächsten Projektphase dann umsetzen. Und das geht natürlich nur in einem abgeschlossenen System wegen der Hitze. Wäre es zu viel an Verdunstung dann vorhanden, sodass das Wasser da nicht ankommt. Aber es hat funktioniert bis jetzt und ja, unser Zentrum ist ziemlich erfolgreich. Wir konnten in den letzten 3 Jahren insgesamt 480 Frauen ausbilden und sie zurück in ihre Community schicken. Dieses Projekt ist wirklich bahnbrechend. Erstmalig können Einheimische lernen, wie man Obst und Gemüse anbaut. Und wir waren ja die letzten Tage auch in diesen Feldern oder bei diesen Feldern und haben gesehen, dass die Frauen das auch wirklich dann anbauen. Und das hilft natürlich der Ernährungssicherheit für diese Menschen da. Weil das größte Problem ist das Wasser und dass sie nichts zu essen haben.